Education and Care and Where ist das erste Psychoedukationsprogramm, das wir wirklich für alle 8000 unterschiedlichen seltenen Krankheiten verwenden können. Und Inhalte des Psychoedukationsprogramms werden mit dem Arbeitsbuch bzw. mit der Aktivitätsbox erarbeitet. Wir möchten mit unserem Programm die Kinder und Jugendlichen zu Expertinnen machen für ihre eigene seltene Erkrankung und für seltene Erkrankungen im Allgemeinen. Und wir möchten ihnen gerne ein Werkzeug in die Hand geben, damit sie im Alltag besser mit ihrer seltenen Erkrankung zurechtkommen. Also geholfen hat mir auf jeden Fall auch selber sich mehr zu erkundigen über die eigenen Erkrankungen und auch über andere zu lernen und generell einfach die Sachen zu verstehen. Ganz besonders wichtig ist, dass es seltene Erkrankungen gibt, die so selten sind, dass man nicht einmal einen Namen für diese Erkrankung hat. Und das führt dann bei den Kindern und Jugendlichen zu einer Art Sprachlosigkeit. Und wir möchten mit unserem Programm die Kinder und Jugendlichen dabei unterstützen, im Alltag und auch in ihrem Umfeld ihre Bedürfnisse besser kommunizieren zu können. Wenn man selber eine seltene Erkrankung hat oder jemanden kennt, der eine hat, sollte man trotzdem auch sich selber damit auskennen, sich selber darüber informieren und sich nicht dafür schämen und generell auch alle akzeptieren, die sowas haben. Das Programm wurde von einem multidisziplinären Expertenteam der Med-Uni Wien und AKH Wien entwickelt. Und das Programm an sich, die Materialien wurden im klinischen Setting mit betroffenen Kindern und Jugendlichen, aber auch mit gesunden Kindern an der Kinderuni Medizin entwickelt. Also ich durfte auch vor ein paar Jahren schon bei einer Vorlesung mitmachen und auch selber erzählen über meine Erkrankung und auch generell darüber erzählen. Und das war, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, selber auch anderen darüber zu erzählen und ihnen auch sozusagen beizubringen, was es für verschiedene Krankheiten gibt. Und dass auch jeder Mensch ein bisschen irgendwas hat und das auch ganz normal ist.